Jetzt können einige ganz schön Angst kriegen, denn der neue Hyundai Staria ist da. Und ich habe wirklich mich monatelang darauf gefreut, dass endlich mal ein SUV rauskommt, der nicht aussieht wie alle anderen, sondern der komplett anders ist. Und das ist definitiv so. Wir sind in Saarbrücken bei einem der ältesten Hyundai-Partner Deutschlands und er hat einen Staria letzte Woche bekommen und das hier ist nicht irgendeiner, sondern das hier ist die absolute voll Business-Version mit 7 Sitzen, Allrad, Automatik, jedem Scheiß ist hier drin, wirklich. Ihr müsst euch jetzt gleich mal angucken. Das Ding ist vollgepackt mit Technik. Es hat Ledersitze, es hat Schlafsitze hinten, es hat alles mit drin und es sieht so geil aus, jetzt mal ohne Witz, ja, dass die Leute, also gerade die Bus fahren, also jemand, der also nicht Bus fährt, ich fahre ja auch Bus oder bin jetzt die ganze Zeit Bus gefahren, der sucht ja händeringend nach einer Großraumlimousine, wo du alles mitmachen kannst, wo du Platz hast und so weiter, die aber nicht immer so aussieht wie alle anderen. Und das ist hier absolut gelungen und es ist der absolute Oberhammer, ja. Thomas, grüß dich. Ja, grüß dich Sven, hallo. Ja, wir sind in Saarbrücken. Ihr habt es möglich gemacht. Ihr habt einen bekommen. Ich habe euch schon ich glaube im März schon angesprochen. Da habe ich gesagt, hier kommt was Neues raus. Ja, genau. Wir hatten auch das Auto sehnlichst erwartet, weil es wirklich auch für uns mal wieder was ganz Neues ist. Wir hatten ja vorher H1, H350 in der Transporter-Variante, aber das hier hat mit Transporter nichts mehr zu tun. Das ist Business Class. Also das ist wirklich eine Großraumlimousine. Da ist Luxus drin. Absolut. Also ich habe eben mal reingeschaut. Es könnte so sein, dass mich jetzt so ein Flughafen-Shuttle abholt, der ich sag mal, Prinz von irgendwas, Zamunda. Hinten alles ganz anders. Es ist ein großes Auto, wenn du dich mal gerade daneben stellst. Du bist 2,5 Meter, nehme ich an. Ja, fast. 1,74. 1,74 bist du, aber er hat eine Höhe von 1,99. Kommst damit in jede Tiefgarage. Was ist oben mit der Antenne? Ist die flexibel? Die Antenne ist flexibel. Du kommst aber, wenn du aufs Rad steigst, kommst du dran, für sie abzuschrauben, aber du musst nicht zwingen. Also die ist flexibel. Mach mal. Bitte mal. Ja. Jetzt muss er sich ein bisschen beugen. Geht mal aufs Rad drauf. Na. Thomas. Hast du kein Nutella-Brot heute Morgen gefrühstückt? Ich bin jetzt aber auch nicht der Größte, muss ich auch dazu sagen. Ne? Ja, ist okay. Dran lassen. Passt so. Also wir gucken ihn erstmal von außen. Guck mal hier, die Heckleuchte, die ist so schier. Guck dir das mal an. Das ist das neue Pixel-Design. Das zieht sich von vorne bis hinten durch bei dem Auto. Das ist was Modernes. Deswegen auch der Name Staria kommt von Star. Der soll zukunftsweisend sein. Und da ist viel Organisches an Formen mit eingeflossen. Unsere Designer sind ja da ganz verliebt drin. Und das ist halt einfach komplett neu. Ich stelle mir den jetzt schon so ein bisschen vor, weißt du, böse gemacht. Delta 4x4 Felgen hinten drauf, bisschen höher gelegt, Allrad. Dann foliert in schwarz-matt. Oh ja. Oh ja, weißt du, unten, schwarz-matt, oben glänzend. Ja, das könnte gut aussehen, doch. Das sieht richtig geil aus. Ja. Und, aber es ist, man muss sagen, Hyundai einer der größten Hersteller für Fahrzeuge der Welt. Überhaupt für, ich sag mal, irgendwelche Industriemaschinen. Ich meine, die bauen ja alles vom Kühlschrank, Wäschetrockner, Schiffe, Computer, genau. Alles. Stahlwerke, eins der größten der Welt. Ja. Ja, und wenn wir gleich mal reingucken, dann vergeht euch das Lachen, denn sowas habt ihr noch nie gesehen. Thomas, wenn dich nochmal daneben stellst, wir brauchen dich unbedingt, weil es sieht jetzt aus wie so ein Twingo so ein bisschen. Und jetzt kommt erstmal die Größe klar. Das ist Wahnsinn. Du hast 2 Türen an jeder Seite, hast du eine. Mach mal auf, bitte. Ja. Die sind beide natürlich elektrisch. Man muss auch nicht drücken, man kann einfach nur ziehen, dann geht's auf. Dann hast du hier solche Pilotensitze sind drin und das ist hinten. Und du sitzt hinten eigentlich besser wie vorne, weil du noch mehr Platz hast als vorne. Warte, ich zeige das mal gleich. Du hast vorne schon unvorstellbar viel Platz, aber hinten, das ist schon eine richtige Frechheit, die da ist. Dann hast du hinten nochmal 3 Sitze, also für die ganz große Football-Family. Thomas, mach mal gerade die Musik aus, bitte, dass wir das nicht gleich einen Anschiss kriegen von der GEMA. Wir gucken uns auch gleich mal das Auto vorne an. Da geht für mich ein Traum in Erfüllung. Weißt du das überhaupt? Nee, nicht wirklich. Aber ich weiß, dass du auf große Autos stehst. Ich stehe auf Großraumlimousinen, weil das irgendwie, wenn du halt mit 4, 5 Leuten unterwegs bist oder du willst einfach mal hinten dich mal reinknallen, dann der CW-Wert. Das Ding hat einen Spritverbrauch, das ist so phänomenal. Zeig mal bitte. Du hast es dabei. Ich hab's dabei, klar.
So, der Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,9 Liter für eine, ich sag mal, riesige Limousine, die da ist. Landstraße 7,4. Und das ist der reine Diesel im Moment. Das ist der reine Diesel. Das ist aber erst das erste Modell. Da kommen noch alternative Antriebsformen. Das geht nächstes Jahr weiter. Das ist jetzt mal der allererste zum Vorstellen. Und das ist erst der Anfang von dem So, Ganzen. das ist jetzt WLTP. Machen wir weiter. Jetzt kommt der alte Zyklus. Ja, da haben wir nur noch diese Einordnung unten, die Kraftstoffkosten, die Steuern und die Masse des Fahrzeugs. Also das Auto wiegt 2,5 Tonnen, das sind 8,9 Verbrauch kombiniert, schon ein ordentlicher Wert. Also Wahnsinn. Also ich muss auch dazu sagen, wer sich ein bisschen auskennt, das hier ist ja jetzt ein Fahrzeug, das jetzt nicht gerade so groß ist wie ein Golf, ja, sondern es hat richtig Masse, es hat unglaublich viel Ausstattung. Also es ist auch, also wir zeigen das gleich mal, was hier alles drin ist. Das wird euch wirklich den Atem verschlagen. Wenn du mal bitte einsteigst, wir zeigen erstmal gerade den Sitz mal hinten, denn du willst natürlich immer gefahren werden. Ich nehme an, der Schumann fertig dann. Ah, nee, da fährt mich meine Frau. Fertig deine Frau. So, zeig mal, was der Sitz alles kann. Also, ich schiebe ihn jetzt einfach mal zurück in die Komfortposition. So, jetzt bin ich eigentlich schon viel zu klein für den Sitz, weil ich habe hier Platz, der könnte ich noch einer vor mir setzen im Prinzip. Jetzt gehe ich mal auf diese... So, der Sitz vorne ist wirklich normal eingestellt, der ist nicht zurück. Du hast also jetzt unvorstellbar viel Platz. So, Ja, weiter. der fährt jetzt in die Komfortposition. So, jetzt können wir noch hier vorne die Beinauflage ausziehen. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. Ich muss das mal zeigen. Und das am, was haben wir denn heute eigentlich? Auf die Uhr gucken, 21. September. 9 Uhr, mein erster Drehtermin und der Thomas knackt mir hier fast weg. Ist das nicht eine geile Position? Absolut. Du kannst hier wirklich, führ mal an die Nackenstütze, das sind Kissen. Das sind Kissen. Die sind bequem. Die Ja. geben dir Seiten halt, aber die sind wirklich bequem. Da kannst du den Kopf gegenlegen. So, jetzt haben wir Das Maximum, oder? das ist Maximum. Ja. Okay. Aber ich sitze hier, also ich liege hier im Prinzip. Wenn der Motor startet, bleibt die Position so? Die bleibt. Die bleibt. Ja. Kannst du dich mal anschnallen? Klar. So, du sitzt nämlich so ein bisschen hoch. Was genial ist, hier unten ist die Beinstütze. Sitzlüftung hast du Sitzlüftung? auch drin. Sitzheizung hast du drin, ja. Standheizung? Nee, die kannst du nachrüsten. Die kann man nachrüsten. Die Webasto, die gute. Ebersbecher, egal. Alles, ja. So, da vorne hast du dann ganz viele elektrische Verstellmöglichkeiten. Den Sitz von vorn nach hinten machst du auch elektrisch, oder? Das geht manuell. Das geht manuell? Alles andere geht elektrisch. Also du kannst auch noch einmal jetzt komme ich ein bisschen mehr runter, kannst ein bisschen zur Mitte rücken. Nochmal bitte, das war jetzt zu schnell. So, du kannst zur Mitte rücken, dass du an der Seite Ellenbogenfreiheit. Ellenbogenfreiheit hast. Gibt ja auch Leute, die sind breiter als ich, was keine Kunst ist. Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel Platz ist vorne, weil wenn du die Füße natürlich nach vorne machst, Dann brauchst du nach vorne. dann brauchst du den Platz, ja. Genau. Warte, ich zeig das nochmal. Bleib mal so liegen. Ich glaube, das ist deine beliebteste Position heute. Nichts dagegen, ne? Warte, ich komme auf die andere Seite. Ich fasse es nicht. Liegesitze im Hyundai. So, okay, verstanden. Du hast doch hier die Klima, die Ausströmer hast du auch alles, kannst du dir alles einstellen. Da vorne ist eine extra Bedienung, der hat ja diese 3-Zonen-Klimaautomatik. Und du hast also wirklich hier hinten den optimalen Komfort in dem Auto. Oben der Himmel, Dachhimmel ist so Mikrofaser, die wirklich toll ist. Dann hast du oben ein Panoramadach, das kannst du natürlich zumachen. Das heißt, du kannst, während du hier liegst, warte, ich zeig das mal gerade, du bist da. Ja. Du kannst hier so rausgucken, kannst auf den Himmel von Saarbrücken gucken. Ja. Spannend, oder? Ja, das ist, ich sag mal, ich denke jetzt mal an die Kinder oder wenn du wirklich mal so ein Powernapping machen willst, mal eine kurze Rast während der Fahrt, das ist optimal. billig. Ich auch. So, jetzt geht es aber noch weiter. Machen wir den Sitz wieder zurück, dass wir mal sehen, wie das funktioniert. Ein Knopfdruck. Ein Knopfdruck. Du musst also nichts halten. Nee. Dann bist du vom Powernapping zum So normalen Mitfahrer wieder. normalen Mitfahrer. Da unten fährt wieder alles ein. So, und jetzt geh mal nach hinten bitte. Dann zeige ich mal gerade eine Besonderheit, denn der Wagen hat hinten nämlich nochmal 3 Sitze. Und du hast an der Seite in der Mitte einen richtigen Durchgang. So, der
Thomas, ich meine, du hattest den Sitz jetzt umgeklappt. Der war umgeklappt, damit du ein bisschen mehr Stauraum hast. So sitzt es jetzt krass. So, jetzt habe ich hier hinten auch ein bisschen das Glas. Gut, jetzt geht natürlich überhaupt kein Gepäck mehr rein. Das heißt, du könntest jetzt den Koffer noch vor dich stellen. Genau. Das wird gehen oder unter den Sitz geht sogar. Ich zeig mal gerade. Wenn alle nach vorne rücken, hast du natürlich immer noch genug Beinfreiheit Ja. und hast hinten natürlich immer deinen normalen Kofferraum. Thomas, ich bin sowas von geflasht. Sonnenrollos auch hinten, Sonnenrollos für die ganz kleinen. Ausstellscheiben. Vorne hast du Schiebefenster an den Türen. Die Ausstellscheiben hatte ich früher beim R4. Kennst du den? Ja, kenne ich auch noch. Da waren auch Aufstellscheiben drin. Die gibt es auch noch, ja. Ah, das ist genial. Das heißt, du kannst sie auflassen. Das Fahrzeug gilt ja als verriegelt dann. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade. Ich setze mich mal gerade hier hin und blicke jetzt mal auf den Fahrer. Und ich bin jetzt in der zweiten Reihe. Thomas ist in der dritten Reihe. Du bist hier hinten. Nur, dass man mal den Platz sieht. Ich bin noch im Bild, ne? Das fängt die Kamera noch ein, den Abstand. Fängt noch ein. Auch hier gilt das Gleiche wieder. Entsprechend die Garantie. Wie viele Jahre haben wir? 5 Jahre Vollgarantie ohne Kilometerlimit, wie immer. 5 Jahre Garantie ohne Kilometerlimit. Und erweiterbar bis um 3 Jahre auch noch, wenn du willst. So, das heißt, ihr verkauft das Auto im Moment für 49.999 inklusive Steuer als Vorführer. Ja. Ist ja jetzt mal ausgezeichnet. Du hast 2 Schiebedächer mit drin. Du hast drin ein Bose Soundsystem, das gucken wir uns gleich mal an. Du hast eine ganz neue Optik vorne, da gehen wir auch gleich mal drauf ein. Du kannst von hinten die Sitze vorne bedienen. Das ist natürlich ganz wichtig ist, wenn du jetzt hier gehst, kannst du also hier die Sitzlehne nochmal verstellen von hinten. Ja. Wenn du das also haben möchtest, du kannst wahrscheinlich sogar die ganz umklappen. Ich guck mal gerade, da kommen mir schon wieder böse Ideen. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß. Ja, das war's. Nee, geht nicht. Aber auch vorne könntest du eine maximale Liegeposition erreichen, die schon genial ist. Warte mal. Gut, das Thema ist natürlich Anschnallen, Sicherheit und so weiter. Je tiefer man natürlich sitzt. Aber ich habe gesehen, dass der Sitz, wenn du liegst, geht die Lehne ein bisschen nach oben. So, das heißt, dass du so ein bisschen wie im Pilotensitz eingekesselt wirst und dann noch entsprechend rangedrückt wirst. Also Sitze belüftet. Sitze sind belüftet vorne und hinten. Außer in der dritten Reihe, da hast du eine normale Sitzbank, aber immer noch auf Nappa-Leder. Wir haben hier Nappa-Leder drin, wollte ich noch mal Echtes betont Leder. haben. Echtes Nappa-Leder, ja. Ja. Ja, Krass. Komm, wir machen mal hinten auf, Thomas. Dass wir mal reingucken. Denn die Leute interessiert ja auch, was geht denn so im Kofferraum. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Heckklappe ist nämlich mitdenkend. die ist mitdenken. Also wenn er jetzt komplett verriegelt ist und du gehst hinter das Auto, geht die von alleine auf. Ich kann jetzt aber per Fernbedienung die auch öffnen, weil das Auto ist schon geöffnet. Insofern müssen wir die... Moment. Es kann sein, dass du das Auto nochmal an- und ausmachen musst. Der hat eben die Meldung gebracht, dass die Zündung zu lange an war. Weil schon die ganze Zeit drehen. Jetzt geht's, ja. Also die geht elektrisch auf und das Schöne ist, wenn du das auf intelligenten Modus einstellst, geht die von alleine auf, wenn du hinter das Fahrzeug gehst und schließt sich auch automatisch wieder, wenn du weggehst. Das ist also jetzt wieder was ganz Neues. Ja, hier haben wir den Stauraum. Also du kriegst, wenn du die Lehne, ich habe die Lehne jetzt eben in die Komfortposition gestellt. Wenn du jetzt die ein bisschen senkrechter stellst, So, dann gibt es auch so, können Leute sitzen und kriegst du hast noch Stauraum, rein. Ja. Koffer, so weiter. Wenn du mal gerade reingehst, bitte komplett. Ja, Thomas macht alles. Ja. Nur, dass man mal sieht, das ist jetzt noch richtig viel Platz und jetzt kann man vorne noch sitzen. Genau. Cool. Ja, darfst du mal raus. Warte. Wenn du mehr Platz brauchst, kannst du auch die Lehne wieder nach vorne klappen. Sag mal. Einfach ziehen. Ach Genau. so. Dann hast du oben drauf natürlich eine riesige Ablagefläche. Hat man die Möglichkeit, die nochmal umzulegen, die Lehne? Ne, die bleibt jetzt so. Die bleibt so. Du kannst du noch mal hier rüberziehen. Schieben. Du kannst auch, wenn die, kann ich ja auch mal gleich zeigen, du hast noch eine Variation. Sag mal. Wenn du jetzt die Lehne aufgestellst, dann kannst du das Sitzpolster unten nach vorne klappen. Ja, und dann? Dann hast du hier dazwischen wieder den Platz. Nee. Doch. Jetzt hast du einen riesigen Kofferraum. Oder eine Spielwiese für die Kinder. Oder das. Die Sitze noch nach vorne gefahren, hast du hier also über einen Meter Platz locker. Krass. Ja. So, da unten ist das Ersatzrad, habe ich schon gesehen, das Spare-Tire. Ja.
Das kannst du hier wahrscheinlich entriegeln. So, er hat mich kurz gewarnt. Er wollte nämlich zumachen, die Automatik. Ja, weil ich bin mit dem Schlüssel weggegangen, deswegen. Cool. Ja, machen wir zu. Er geht jetzt weg mit dem Schlüssel, macht jetzt mal zu. Ja, normal wäre er jetzt automatisch weggegangen. Sobald ich 1,50 Meter, 2 Meter weggehe, klappt die zu. Wenn ich das will. Ganz großer Wurf, oder? Ja, absolut. Das ist also für uns wirklich was komplett Neues und für die Interessenten mit Sicherheit auch. Also du hast keinen klassischen Transporter, sondern das ist eine Großraumlimousine, wie du schon gesagt hast. Das ist ja, ich bezeichne es ganz gerne als Business Class, weil du hast die Sitze wie in der Business Class, du hast den Platz, den Komfort, den Luxus. Ja gut, wir sprechen von 49.999 €. Wer sich ein bisschen auskennt, in der Business Class, Mercedes-Benz, VIP Edition, ist halt die Frage, gut, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, ist ja Mercedes, aber guck dir allein mal die Scheibe an, die hier designt haben. Die ist so groß, wenn ich mal gerade daneben stellst, bitte nochmal. Die ist so riesig, die Scheibe, dass du hier rausguckst und du hast überhaupt nichts dazwischen. Nee. Du hast einfach nur Scheibe. Du hast freie Sicht nach unten, der ist so übersichtlich, das Auto. Du hast ganz, ganz große Scheiben, hier vorne auch wieder ein kleines Dreieckfenster drin. Also die Rundumsicht, die ist fantastisch bei dem Auto. So, dann hier in der Mitte ist eine Kühlbox, oder was ist das? Nee, das ist eine Ablagebox. Du hast hier, pass auf, ich gehe mal gerade rum. Ich setze mich mal rein. Kann man die mal filmen? Du hast hier einmal Ablagefach für hinten, 2 USB-Ladebuchsen für Handy, Tablet und Co. Und nochmal 2 Getränkehalter. Genial. Und vorne hast du dann auch wieder Getränkehalter, Ablagebox. Kann ich ja gleich vorne mal zeigen. Staria heißt er, gell? Staria. Ja. Obendrauf, wenn du da mal aufmachst, das haben wir so nett. So, da hast du eine große Box. Ja. Du kannst den auch rausnehmen. Hier ist übrigens alles mit Ambientebeleuchtung. Das kann man jetzt im Tageslicht gar nicht so gut sehen, aber das haben wir hier im ganzen Auto. Ambientebeleuchtung. Ja. Dann wahrscheinlich die Standard-Systeme eingebaut, Spurhalteassistent aktiv. Klar. Du hast ein Radar mit drin, wer angeschnallt ist und nicht. Und das Ganze auch mit für 7 Personen. Ich zeige es mal gerade, das ist hier vorne. Da kann man direkt sehen, wer hat sich mal wieder nicht angeschnallt. Du hast natürlich eine Automatik hier, klar. Ja, du hast eine 8-Gang-Automatik. Wandler oder ist es? Wandler. Da haben wir Wandlerautomatik, ja. Mit dem Gewicht ist das einfach, ja, da hat eine Kupplung einfach zu viel zu tun und eine Wandlerautomatik, die ist wesentlich standfester da. Gut, dann ein Bose Soundsystem. Das ist eins der besten Soundsysteme, die Hyundai je verbaut hat, sagst du, oder? Das ist wirklich, also der öffnet wieder neue Dimensionen für Hyundai. Du hast einen Sound hier drin, der ist wirklich, also mir bleiben keine Wünsche offen. Und ich bin da wirklich verwöhnt. Du weißt, ich bin Musiker. Du bist Musiker. Was spielst du? E-Bass. E-Bass. Ja. Natürlich schön für die Nachbarn, ne? Ich spiele mit Kopfhörer zu Hause. Kopfhörer. Ja, so, da unten hast du einen 12-Volt-Anschluss. Ja. Kannst also auch einen Spannungswandler anschließen. Ja. Okay, komm, wir fahren mal. Ladeschale, ne? Ladeschale, USB. Ja. Und drahtlos QI. Dann hast du hast einen 4WD-Lock. Das ist ja auch interessant. Das heißt, du kannst den Allrad, kannst du sagen, ich will komplett Allrad. Ansonsten ist er wahrscheinlich intelligent. Genau. Schaltet sich zu, wenn er es braucht. Genau. Das ist so. dieses H-Track-Allradsystem, das wir schon aus Tucson und Santa Fe auch kennen. Und es ist generell intelligent. Das heißt, wenn sobald irgendein Radsensor meldet, ich habe Schlupf, ich brauche Unterstützung, schalten sich die Räder entsprechend dann zu. Und du kannst es mit dem 4WD-Lock-Modus auch schon manuell gleich mit zuschalten, sodass du direkt im Allradmodus schon losfährst. Die Straßenlage ein bisschen gefahren? Wie ein PKW. Der hat Einzelradaufhängung an allen 4 Rädern. An allen 4? An allen 4. Also keine Blattfeder mehr wie früher der H1 hinten, sondern das ist im Prinzip ein PKW-Fahrwerk. Und so fährt er sich auch. Ich steig mal ein. Ich zeig mal gerade. Du bist 1,74. Ja. Cool finde ich hier die Sitze, hinten die Türen. Endlich elektrisch. Ja. Gut, werden Leute sagen, da geht wieder viel kaputt, aber die kommen ja aus Amerika, da sind die, glaube ich, seit 100 Jahren schon elektrisch und es passiert irgendwie nichts. Nee, die halten, die laufen und wie gesagt, ich bin bei 5 Jahren Garantie sowieso entspannt, was das angeht. Also die hast du bei dem auch, hast du auch auf die Türen. Auf die Türen, also auf 5 Jahre Garantie. Auch auf diesen 5 Jahre Garantie. Auf das Ding hier in der Mitte auch?
Das Multifunktions? Da sind 3 Jahre Garantie 3 Jahre Garantie drauf. So, habt ihr aber wenig Probleme. Du hast jetzt ein Head-Up-Display drin. Ja. Das heißt, du guckst von oben drauf und nicht mehr durch. Ja, nee, also kein Head-Up in der Scheibe, aber im Prinzip in der Position ähnlich wie ein Head-Up. Ich zeig das mal, wenn du nämlich drüber guckst, das ist jetzt ungefähr deine Position. Du guckst also direkt auf den Tacho drauf. Genau. Man kann auch Netflix da vorne gucken. Nee. Schade. So während der Fahrt. So, dann hast du aktiver Spurhalteassistent hast du mit drin. Du hast Abstandstempomat mit Radar. Mit Radar, genau. Du hast Notbremsassistenten über Radar. So, das heißt, der weiß, wie schnell der Vordermann fährt, passt sich an. Genau. Lenkt automatisch auch, wenn du die Spur verlassen solltest. Ja. Lenkt so ein bisschen gegen. Ja, das kann man. Totwinkelassistent ist auch mit drin. Also wenn du die Bahn verlassen solltest, ein Auto befindet sich im toten Winkel und dann bremst er dich auch ein, dass du wieder in die Lücke zurückgezogen wirst, bevor eine Kollision stattfindet. So, dann kann man das Lenkrad prima einstellen. Beheizbares Lenkrad hat er auch. Klar. Gut, bei Hyundai, ich glaube, das hat schon der kleinste. Der i5, oder? i10, ja. i10. Ab i10. i5. Ab i10 haben wir schon. Ja. Elektrische Parkbremse. Ja. Natürlich auch Standard. Motor hat er auch, mach mal auf. Motor hat er auch. Mal reingucken. Also das heißt, der hat die ganzen Gene, die eigentlich auch die allradgetriebenen Fahrzeuge haben von Hyundai, die hat er auch, oder? Genau. Im Prinzip hast du die Technik vom Santa Fe hier verbaut. Also weitestgehend. Natürlich alles auf die Ventgröße wieder angepasst. Aber den Luxus, den Komfort, die Sicherheit vom Santa Fe steckt hier drin. Ja, 2.2er Diesel, 430 Newtonmeter, 177 PS. 430 Newtonmeter? Ja, ist für einen Van schon ganz ordentlich. Und der läuft auch wirklich schön. Ich meine, das ist kein Auto jetzt zum Rasen, aber du kommst wirklich gut von A nach B. Die Kiste ist mit 185 eingetragen, also das sollte reichen. Geht, definitiv. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich vertraue auf Hyundai. Wenn die da schreiben, geht es schon. Ja, kein Problem, wir fahren jetzt mal mit. Also dann werden wir es ja mal sehen. Zumal du ja großer Fan bist von der Strecke Riegelsberg, die kennst du ja schon. Oh ja, die kenne ich gut, ja. Aber da ist da nicht noch gesperrt aktuell? Ach, keine Ahnung, ist egal, wir finden irgendeinen Weg. Du musst ab Holz musst du abfahren. Ab Holz musst du abfahren. Ja. So. Also für alle, die zugucken, wir sind im Saarland, das liegt in Deutschland. Gerade noch so, muss man sagen, an der Grenze zu Frankreich, Luxemburg. Und ja, hier ist wirklich einer der ältesten Hyundai-Partner. Ihr seid schon ewig Hyundai-Partner, Anfang der 80er, oder? Seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile. 30 Jahren. Ja. Krass. Ja, mach mal zu. Ja. Motor ist also auch drin, konnten wir uns überzeugen. Die Leichtmetallfelgen, die sind auch dabei? Die sind auch dabei, inklusive, klar. So, ist auch kein Problem, dort Winterreifen zu kriegen für den, oder? Nee, natürlich nicht. Die kriegst du. Sehr schön. Komm, steig mal ein. Ich gehe mal hier rein. Jetzt mache ich aber erstmal eins. Jetzt mache ich mir erstmal meinen Sitz komplett zurück, dass ich so viel wie möglich filmen kann. Dann Tür zu. Was mir auffällt, ist die totale Schallentkopplung hier drin. Wir haben ja einen Kindergarten hier in der Nähe. Ich weiß nicht, das war jetzt kaum zu hören. Aber du hörst den Kindergarten jetzt gar nicht mehr. Der ist weg. Ja. Und auch während der Fahrt, wie ist das Fahrfeeling? Das ist ganz leise. Du fährst und wirklich auch hier ist ganz großes Augenmerk auf Komfort gelegt. Du hast kaum Windgeräusche, kaum Laufgeräusche von Reifen. Das ist also aufgrund der guten Dämmung und auch dem tollen CW-Wert. Ja, die Windgeräusche bei so einem... Sag mal, was haben die denn vor hier mit dem Auto? Die wollen wirklich frontal angreifen gegen, ich sag mal, Mercedes-Benz, Vito, Ja. V-Klasse, gegen den neuen 7er von T7 von Volkswagen, Ja. glaube ich, ist ein Thema. Ja. Der soll ja auch weltweit jetzt kommen, der T7. Das war ja vorher beim T6 nicht möglich. Dann guck mal hier, P, R und D und N, das sind ja mal Drucktasten. Mach mal an, bitte. Mal sehen, wie er bootet. Ding. Voll digitales Cockpit. Ja. Ach, Thomas. Du hast doch Drive-Modes bei dem Auto, ne? Drive-Modes? Guck mal, wenn ich jetzt auf Eco-Modus gehe, verändert er die Ansicht. Der hat einen Sportmodus, obwohl du den... Also für mich persönlich braucht das Auto keinen Sportmodus. Du hast grundsätzlich ab Werk hast du einen Komfortmodus und den genießt du beim Fahren einfach. Aber wer es will, es gibt ihn auch. So, ihr habt mal ein bisschen die Kuh fliegen lassen. 10,6 Liter habt ihr jetzt genommen. Das ist realer Wert. Aber man kriegt den auch, ich sag mal, um die 8 Liter. Das kriegt man hin, wenn man natürlich das macht. Dann das Display, das ist so scharf, so gestochen scharf. Ja.
Dann hier unten hast du überall Touch-Dinger. Das heißt, du kannst es reinigen mit einem, keine verdeckten Dinger. Genau. Nimmst dir einfach einen fuselfreien Baumwolllappen, gehst mit Fensterreiniger drüber, ist alles picobello. Es spiegelt übrigens überhaupt nicht so stark wie hier in der Kamera. Das ist wirklich eine optische Täuschung. Also es ist jetzt nur beim Thomas, den kann ich jetzt fast so filmen dabei. Dann hast du, warte, ich zeig mal gerade, du hast hinten nochmal eine extra Klimaanlage, gell? Das heißt, der hat Power-Klimaanlage. Ja, du kannst die von hier vorne aus steuern. Ja. Beziehungsweise, da haben wir jetzt die Regelung für hinten. Du kannst hier die Temperatur einstellen für hinten. Du kannst sie hinten sperren. Wenn hinten Kinder sitzen und willst nicht, dass sie dran spielen, kann man auch das einstellen. Automatisches Entfeuchten für die Frontscheibe. Der hat also auch einen Feuchtigkeitssensor drin und bevor die droht zu beschlagen, stellt er schon alles so ein, dass sie frei bleibt. Was ich stark finde, ist der Allrad. Also ich glaube, da werden viele Leute nachfragen nach dem Allrad. Die wirklich sagen, ich hätte gerne ein Auto, mit dem ich auch ein bisschen Camping machen kann, weil hier kann ich mir schon vorstellen, so ein kleiner Umbau, weißt du, Bett, du hast ja hier Platz ohne Ende. Du kannst die Sitze ganz umlegen nach vorne, gell? Die hinteren, ja. Die hinteren. Aber vorne dann nach vorne fahren, also du kannst hier wirklich schon mal kurz irgendwo so einen Kurztrip kannst du mitmachen. Da kommen ja auch noch andere Versionen, der kommt wahrscheinlich noch, da kommt mit Sicherheit noch als Transporter, der wird wahrscheinlich als Sechssitzer kommen, da hast du wieder ganz andere Möglichkeiten. Auch ein bisschen günstiger, muss man sagen. Also das hier ist ja jetzt die Business Executive Schlag mich tot Klasse. Ja. Das Beste vom Besten habt ihr jetzt gezeigt. Ja. Da vorne ist noch ein Fach drin, da drunter unterm. Hier hast du noch ein Fach. Einmal Ablagefach. Ja. Auch hier kein billiges Hablasse, ist ein richtig massiver Deckel hier. Da klappert, da rappelt auch nichts. Das hier nochmal schönes Ablagefach plus Handschuhfach nochmal. Warte, ich mach mal auf hier. Mal reingucken. Was ich ziemlich cool fand eben, das hast du gezeigt, du hast mal gerade nach rechts geblinkt, dann kommt was Tolles. Ja, diese Totwinkel-Monitoranzeige. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nach links blinke, du siehst den toten Winkel hin, was neben dir, hinter dir ist. Zum Beispiel Fahrradfahrer, die sich neben dich drängen. Du siehst sie im Bildschirm. Ja, dann hast du Rundumsicht oder was hast du hier? 360 Grad? Nee. Du hast, das ist im Prinzip die Heckkamera oder auch 360 Grad Kamera, klar. Third View, also aus der Vogelperspektive. Genau. Ja, fahr mal vor. Ich mach gerade mal D. Dann schaltet ihr auf Frontkamera, ne? Das Fahrzeug ist zugelassen, ja? Der ist zugelassen, ja. Okay. Du siehst hier auch, das ist auch der Lenkwinkel, die Lenkspur ist auch dann eingezeichnet bei denen über die Linien. Also genau, wenn du mal gerade da vorne gegen so ein Auto fährst, also vielleicht nicht ganz, aber dass man mal sieht, wie nah man da ranfahren kann. Das heißt, wenn du jetzt im Lidl am Parkplatz fährst, kannst du also auf einen Millimeter genau steuern und siehst auch vorne, was abgeht, oder? Piepser hat er auch? Ja, schon. Piepser hat er auch. Die gehen gar nicht Wir sind jetzt nur hier an der Ecke aus dem Piepsbereich raus. Aus dem Piepsbereich raus, aber du siehst ja vorne alles. Jetzt sind wir drin. So. Das wird auch hier jetzt nochmal angezeigt. Ja. Du siehst hier vorne einmal auf dem Display. Ja. Du siehst auf der Kamera, also auf dem Monitor selbst siehst du es auch wieder. Und du siehst natürlich auch im Großbild. Fahren wir zurück. Dann schaltet sich das Bild natürlich direkt auf rückwärts. Oh Thomas, es ist so gut. Gell? Ich meine, wir sind in einem Bus hier und nicht in einer Luxuslimousine. Du hast ja jetzt lange Vorfreude gehabt. Ich glaube, sie wurde belohnt. Ich finde den cool. Ja. Also ich kann dir mal noch eine Kamera zeigen. Ja. Thema, du bist mit Kindern unterwegs. Wir sind am Rückwärtsgang. So, ich gehe nochmal auf den Startbildschirm. Wir haben hier eine Rücksitzkamera. Du siehst, was hinten abgeht. Früher gab es noch so einen kleinen Zusatzspiegel hier oben, jetzt hast du es digital. Und du hast dann auch ein Vorgespräch über die Freisprecheinrichtung. Das heißt, wenn du jetzt was nach vorne schreien, oder? Nee, das wird über die Boxen, über die Lautsprecher übertragen, nach hinten. Das heißt, du hast eine Freisprecheinrichtung nach hinten? Genau. Warte mal, ist das dein Ernst? Ja, gerade in der dritten Reihe hinten. Ich meine, hier in der zweiten Reihe hört man dich schon noch ganz gut. Aber jetzt stell dir vor, da ist Kindergeschrei noch drin. Du willst an die dritte Reihe durchdringen. Tim, wisch die Kotze weg von der Petra. Zum Beispiel, ja. Papa, wann sind wir da? So, und dann der Vorteil, man kann es auch ausmachen. Du kannst auch ausschalten, ich wollte gerade sagen.
Boah, ist das Ding cool. Jetzt sprechen, es ist auch da. Das heißt, das geht vollautomatisch, du musst gar nicht so viel machen, Das oder? geht automatisch. Wenn du jetzt einfach nach vorne sprichst, der hat hier oben das Mikrofon drin, das kommt hinten über die Boxen raus. Okay. Ja. Sag mal, ist das nicht ein tolles Familienauto, ganz ehrlich? Also wenn du es dir leisten kannst. Aber es ist gar nicht so teuer, wenn du guckst, 50.000 hier für so eine Schüssel. Was kriegst du denn für 50.000? Jetzt mal ehrlich. Unser Tucson Plug-in Hybrid mit guter Ausstattung, der kostet auch schon 50. Gut, das ist Listenpreis. Aber vergleichbar mit dem, was du kennst an Vans oder an Großraumlimousinen. Also bei ein paar bekannten Premium-Herstellern legst du hier 20.000 bis 30.000 Euro drauf, um was Vergleichbares vom Komfort her zu haben. Und dann ist es noch nicht vergleichbar, weil da fehlt vielleicht der Allrad, da fehlt die Einzelradaufhängung. Also es ist eigentlich ein eigenes Modell. Boah, ist das schön. Komm, wir fahren mal. Das wir mal sehen. Also der hat ein 8-Gang-Wandergetriebe drin. Ja. Das hier mit diesem Front, mit der Frontkamera, das finde ich ja cool. Auch gestochen scharfes Bild, ne? Ja, da bin sogar ich hier vorne. Ja. Da ist die Kamera drin, da oben. Dass man das mal sieht. Das ist der Blick nach oben. Thomas, Walter deines Amtes. Ja. Die nächstmögliche Links bitte. Die nächstmögliche links, okay. So, ich hole mal gerade das Ding hier weg, das spiegelt. Ja. So. Wir sind übrigens Straße hier. Die Gerhardstraße. Die was? Gerhardstraße. Die Gerhardstraße in 66115 Genau. Saarbrücken. Auch Burbach genannt. Genau. Ja, wir sind ja auch in Burbach. Nee, wir sind in Malstadt. Aber das ist direkt angrenzend. Fahr ruhig links, ja. links. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil Stadtautobahn ist ja langweilig jetzt im Moment. Ja. Da ist. So, hier rechts sind 30 Tonnen, da dürfst du gar nicht rüber. War ein Scherz. Geht noch gerade so, ja, wir haben eine Ausnahme. Ja, ist Leergewicht schon, aber wenn du einsteigst, dann zu viel. Das muss gerade ich sagen. So, jetzt geht's vielleicht vorne links, hier ist 30. Denk dran, du hast Kennzeichenerkennung, hast du? Ich habe Verkehrsschilderkennung. Wir haben die Möglichkeit, einen Radarwarner zu aktivieren in den Ländern, wo es erlaubt ist. Okay, das heißt Usbekistan, oder? Ja, da gibt es ein paar Länder auch in Europa, wo es erlaubt ist und ein paar, wo es mehr oder weniger geduldet Aber es hat doch heutzutage sowieso jeder die Blitzer-App. Ja, klar. Deswegen. Also in Deutschland darfst du ihn offiziell nicht betreiben, aber ich sag mal, da wird in der Kontrolle, wenn das Ding übers Navi läuft, der macht im Prinzip nichts anderes, wie dass er dich kurz vorher warnt. Und mal ehrlich, wenn du deswegen langsamer fährst, als du ursprünglich vorhattest, ist es doch was Gutes. Thomas, wir müssen. Wir dürfen hier nicht dazu auffordern, deswegen sagen wir, es ist in Deutschland verboten, macht es nicht. Es ist Okay? grundsätzlich verboten, genau. Okay. Gut, da haben wir das Thema auch erledigt. Macht es nicht. So, da vorne ist eine Telefonprojektion, das ist wahrscheinlich CarPlay und so. Genau. Apple Android Auto. Genau. Rücksitzkamera haben wir, Ruhemodus, was ist das? Ruhemodus, dann kann ich mal aktivieren. Dann wird's Radio nur auf den vorderen Boxen abgespielt. Das heißt, du hast hinten die Lautsprecher sind stumm geschaltet, damit die Kinder schlafen können oder die mitfahrenden Gäste. Meine Frau. Ich glaube, die wird dort hinten sofort mal die Schminke aufmachen, ja, für ihren Instagram-Kanal. Marlene Sprite übrigens. Marlene Herzog oder Marlenes Iggis. Die hat so einen Instagram-Kanal über unsere tollen Windhunde, ein bisschen Werbung machen. Ja, Autohaus Schumann. Ihr verkauft viele Autos, muss man sagen, aber ihr habt wirklich auf neue Autos gewartet. Jetzt kam ja ein ganzer Schwung, 2020, 2021, lauter neue Modelle. Wie ist die Reaktion der Leute? Erkennen die Hyundai überhaupt noch wieder? Ja, also mir ist aufgefallen, es kommen viele jetzt in den Laden, die vorher Hyundai nie auf dem Schirm hatten. Gerade mit dem Ioniq 5 zum Beispiel, dieses Elektrofahrzeug. Da sind wir ja auch schon in der Premier League, wenn man es so nimmt. Der neue Tucson, der neue Santa Fe, wir brauchen es vor den Premium-Anbietern nicht mehr zu verstecken. Ihr seid ja Premium, das heißt, wer Hyundai kennt, auch jetzt in Fernost, das ist eine Marke, da gibt es noch Marken, die wesentlich einfacher sind. Ja. Hyundai zählt da schon zu den gehobenen Marken und wenn du mal guckst, so irgendwie in Thailand oder ich war zuletzt auf den Philippinen, da siehst du eben kein VW rumfahren. Da fahren Toyota, Hyundai, was ist noch drin? Mitsubishi teilweise. Nissan, ja. Also alles, was aus Asien kommt. Kia, die Tochterfirma, siehst du auch noch. Es ist, in Amerika Hyundai ohne Ende. Ja. Also ihr seid da unglaublich erfolgreich. Mach mal bitte Map. Warte mal, ich mach mal hier an. Ich spiele mal ein bisschen rum. Ja. So, hat natürlich ein Navi mit drin. Das ist auch
mit Verkehrsanzeige, was da so Ja. los ist und so. Genau, das geht über TomTom Live Services. Der hat auch eine intelligente Routenführung. Das heißt also, wenn du eine Route eingibst, am besten per Spracheingabe, geht einfacher als tippen mittlerweile. Mach mal. Hey. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere nach Appleborn. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja, Quatsch, das hast du voll geübt. Navigationsführung beginnt nö. jetzt. Ja, Mach noch mal. Ich habe schon mal diverse Male die Navigation genutzt, wenn du das meinst. Mach ja. nochmal bitte. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere zum nächsten Restaurant. 30 Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. 3. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Nein. Die ist noch zu früh für Pizza. Little Italy. 30 Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. Beenden. Das habe ich leider nicht verstanden. Das hat sich nicht Das war mir klar. Aber Macht du nix. kannst einfach auf Beenden tippen. auf Beenden tippen. Ja. So, dann hast du vorne, also Navi haben wir gemacht. Du kannst aber auch nur Map machen. Wenn du einfach mal wissen willst, wo du bist. Der Streckenführer weiter folgen. Dann hast du natürlich DAB+. Soundsystem ist komplett integriert. Das Ja. heißt, hier hast du dann dein Radio mit allem, was du dir so vorstellen kannst. Ja. Absolut relax. Hat sich das Hörverhalten jetzt geändert mit DAB? Das heißt, du hörst jetzt andere Sender in letzter Zeit? Du hast viele neue dazu bekommen. Also es gibt diverse Paketdienste, die sogar einen eigenen Sender haben, habe ich gesehen. Aber es gibt seit diesem Jahr oder ja, seit Anfang 20 sind ja DAB-Empfänger in neu homologierten Fahrzeugen Pflicht. Das heißt, du musst einen DAB-Empfänger drin haben. Nein, ich meine jetzt bei dir, ob sich Bei das mir? jetzt irgendwie das Hörverhalten geändert hat. Ja, ich habe neue Sender dazu bekommen zu meinen Lieblingssendern. Also weißt du, ob wir dafür werben dürfen? Ja, mach. DPD Drivers Radio finde ich wirklich, also die haben tolle Musik. Genauso aber auch Radio Bob für ein bisschen Rockiges. Also es gibt für jeden Geschmack mittlerweile was. So, ich guck mal gerade, hier vorne hast du Bose Centerpoint. Ja. Da kannst du wahrscheinlich nochmal irgendein Soundsystem dazuschalten. Ja, da kannst du so eine Grobeinstellung aktivieren oder deaktivieren. Du kannst natürlich über Setup gehen, kannst dort nochmal den Equalizer und alles aufrufen. Also das ist schon richtig gut. Groß. Warte mal, ich gehe mal gerade auf Liste. Wie geht das? Da oben Ah, da ist die Liste. Senderliste. Senderliste. So, absolut top. Antenne Bayern. Mittlerweile kriegst du alles hier. So, Beats Radio. Cool. Auto Hold, das ist wahrscheinlich für Das bezieht Die sich Handbremse? auf die Feststellbremse, genau. Wenn du zum Beispiel im Stadtverkehr oder im Stop-and-Go-Verkehr unterwegs bist und du hast diese Taste aktiviert, macht er bei jedem Stopp macht er die Feststellbremse zu, sodass du auf D stehen bleiben kannst, kannst aber den Fuß von der Bremse nehmen. Sobald du losfährst, also Gas gibst, löst er die Bremse und du rollst einfach an. So, gleich dürfen wir ein bisschen schneller fahren, dann darfst du mal. Wir fahren jetzt 100, gell? Wir Genau. fahren genau 100. Ist auch jetzt Spurhalteassistent und Spurfolgeassistent aktiviert. Also Spurfolgeassistent, der verhindert, dass das Auto die Spur verlässt. Der hält es mitten in der Fahrspur, orientiert sich an Linien und am vorderen Fahrzeug. Echt? Ja. Mach mal los. Der lenkt von ganz alleine. Der lenkt von alleine, ja. Und er hält auch die Spur. Das heißt, du bist nicht wie so eine Kugel vom Flipper von Nee, links nee. nach rechts. Das hast du beim Spurhalteassistent, weil da fährt er immer bis zur Linie und korrigiert dann erst. Der Spurfolgeassistent, der greift halt viel sanfter und auch schon früher ein. Ist natürlich toll, wenn du mal ganz kurz abgelenkt sein solltest. Ein Kind Ja. hat wirklich sein ganz Inneres nach außen gegeben, was ja beim Fahren durchaus mal vorkommen soll. Der hat das automatisches Tempo auf die empfohlene Richtgeschwindigkeit angepasst. Nochmal, er hat automatisch das Tempo angepasst. Ich hatte Tempomat auf 100 gehabt wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung und er hatte diesen Autobahnassistenten. Das heißt, er ist automatisch jetzt auf die empfohlene Richtgeschwindigkeit gegangen, automatisch hochgegangen. Okay, das heißt, wenn er jetzt erkennt 70, wird er automatisch abbremsen. Ja. Wenn es aktiviert ist, ja. Ich weiß nicht, ob es aktiviert ist. Also müsste normalerweise aktiviert. So, jetzt kommt hier vorne ein Vordermann. Bleib mal dran. Der sollte jetzt automatisch bremsen. Ich mache nichts. Er macht nichts. Bremst automatisch. Genau. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht mehr hinten drauf fahren, ne?
Im Prinzip nicht. Also ich sag mal, über das Radar vorne erkennt er ja jede plötzliche Verzögerung vom Vordermann oder wenn du auf ein stehendes Hindernis zufährst und so schnell wie das Radar reagiert ein Mensch einfach nicht. Also selbst wenn er die Kollision nicht verhindern kann, kann er sie zumindest mal abschwächen. Also, ich darf noch mal eine Lanze brechen für 10,7 Liter, die wir ja hier haben. Du kannst das Auto ja mit 7 Personen fahren. Und das hier ist natürlich ein ganz tolles Auto, wenn du das zum Beispiel als Taxi benutzt. Ihr habt ja ganz viele Taxis auch laufen. Die haben dann auch 5 Jahre Garantie, Taxis, oder ist es da wieder ein bisschen anders? Taxen haben 3 Jahre Garantie maximal. Okay. Ja. Das ist, weil die natürlich extremst beansprucht werden, aber trotzdem fahren die das. Das heißt, ihr hättet dann einen 7-Sitzer, wo die Leute dann schon fragen werden, darf ich mit dem Hyundai Staria abgeholt werden? Ja, das kann durchaus sein. Also den Komfort hast du, den buchst du, glaube ich, gerne. 8 oder 9 Sitzer sind nicht geplant, oder? Weißt du das? Kann ich dir aktuell noch nicht sagen. Also ich weiß, in Asien gibt es andere Versionen, da gibt es sogar bis 11 Sitzplätze für das Auto. Aber das ist aktuell, sitzt in Europa, haben wir aktuell nur den Signature, also mit dieser Ausstattung. Ja, ist auch super, 7. Ja. Aber echte 7, weißt du, nicht so Notsitz oder irgendwas drin. Ja, 5 Meter Länge? 5,25 Meter. So, wir hätten gerne noch Gas gegeben, aber wie du gesagt hast, Holz ist Feierabend. Genau. Also was noch vielleicht ein schöner Aspekt ist, du weißt ja, wenn du ein Fahrzeug hast, wie zum Beispiel den Santa Fe oder den Tucson, die haben eine Breite von, ich sag mal, 1,85 Meter, 1,86 Meter, 1,87 Meter. Und dann kommen die Außenspiegel noch dazu. Und dann bist du mit Außenspiegeln über 2 Meter, das heißt auf 2,5 Meter, 2,15 Meter. Mit dem Auto, die Spiegel sind exakt so breit wie das Fahrzeug. Das heißt, du hast eine Breite von 1,99 Meter, aber die Spiegel machen es nicht noch breiter. Das heißt, wenn du eine Baustelle hast, wo 2 Meter Beschränkung ist, darfst du durchfahren auf der linken Spur. Das heißt, der ist insgesamt 2 Meter? Ja. Sicher? Ja. Cool. 1,99. 1,99. Ja. Hoch und breit. Genau. Cool. Power Door Off. Das heißt, du kannst die auch abschalten, dass die Kinder hinten die elektrischen Türen nicht auf und zu machen kannst. Ja. Du kannst von vorne kannst du auch hinten öffnen. Ja. Das ist auch praktisch. Auch. Einer mal sagt, hier, mach mal auf. Du kannst auch von vorne die Liegesitze hinten einstellen, die elektrischen. Echt? Kannst du auch von hier einstellen. Wie denn? Wie geht das? Du gehst auf Setup, Fahrzeug, Sitz Echt? und dann Sitzeinstellung, zweite Reihe links, Ist alles digital. alles digital. Jetzt kannst du hier die ganzen Einstellungen vornehmen. So Rückenlehnen nach vorne, nach hinten. Also wenn jetzt einer zum Beispiel hinten sitzt, der sagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich will das auch gar nicht wissen, dann kann der Fahrer, du als Chauffeur, kannst sagen, ich mache es Ihnen mal ein bisschen bequemer. Zum Beispiel, ja. 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 Aber wer will hier noch Chauffeur sein? Du sitzt doch lieber hinten als vorne hier. Aber vorne, ich sag mal, Ja, wenn du dich anbietest für 9 Euro die Stunde, richtig. Also über den Preis müssen wir noch verhandeln, aber wir können über vieles reden. Da kann ich dich mal mitnehmen nach München als Fahrer. So nee, ist auch manchmal schon so, dass man dann sagt, okay, ich möchte gerne selber fahren, aber Auch der Sitz, der Komfort auf dem Fahrersitz ist natürlich auch exzellent. Du hast so eine Lordosenstütze, die du nicht nur in der Tiefe verstellen kannst, sondern auch in der Höhe. Also den Komfort hast du auf allen Sitzen hier. so, du hast natürlich Armlehnen, guck mal gerade auf beiden Seiten. So, Thomas, ich glaube, wir sind durch. Ja. Wir haben das Fahrzeug gezeigt. Wenn ich es haben möchte, gibt es natürlich weltweit nur einen Händler, wo man es kaufen soll, nämlich die Firma Schumann in Saarbrücken. Genau. Ihr verkauft die auch nach ganz Deutschland, seid großer Hyundai-Partner, Ja. beliefert Gott in die Welt und das Ganze seit über 30 Jahren. Ihr habt auch nur Hyundai und noch so ein bisschen Isuzu für diese Pickups, gell? Genau. Gebrauchtwagen natürlich von allen Marken, aber Schwerpunkt liegt eindeutig auf Hyundai. Ja, das heißt, Hyundai hat euch mal wieder ein neues Geschenk gemacht. 2021 der neue Hyundai Staria. Jetzt in der Ausführung, Name von dem, wie heißt er? Das ist der Signature. Das ist die höchste Ausführung. Signature. Warte mal, ich guck mal, ob wir hier noch ein Preisschild haben. Also, das ist die Ausstattung. 2,2 Signature. 2,2 Liter hat er, 177 PS, 8-Gang Automatik, Diesel, Euro 6D und ja,
volle Hütte, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, und kostet mit Mehrwertsteuer 49,999, nee 990. Knappe 20 Punkte sind das, oder? Auf die Liste. Ja, so ungefähr. Ja. Ist der jetzt sofort verfügbar, der Vorführwagen, wenn einer sagt, er sieht ihn? Oder? Nee, wir müssten noch ein bisschen das Auto halten. Das ist auch der erste und im Moment einzige, den wir haben. Und ich meine, viele wollen sich das Auto gerne mal anschauen, ausprobieren. Dafür steht er zur Verfügung. Deswegen, also da müsste man warten, bis Nachschub kommt. Aber Wann? der ist noch zur Verfügung. Den haben wir noch. Wann? Aktuell, ja, da ist noch einer bestellt. Das sollte jetzt die nächsten Wochen kommen. Aber die sind jetzt lieferbar, die kommen jetzt nach und nach rein, oder? Die kommen nach und nach. Ihr habt ja vorbestellt, nehme ich ja, an, oder? Ja. Ja. Thomas, Autohaus Schumann heißt die Firma. Das Ganze in der Gerhardstraße in 66115 Saarbrücken. Heute am 21. September 2021 und wir fahren wieder zurück. Das ist übrigens der Grundnetzsender Göttelborn vom Saarländischen Rundfunk 88,0. Der Spargel vor uns. Tschüss und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao. Ciao.